Wer soll eigentlich dieses Grundeinkommen finanzieren? Das werde ich immer wieder gefragt, wenn ich mit Menschen über das bedingungslose Grundeinkommen spreche. Ich sage dann, im Prinzip bezahlen wir das alle. Wie wir es bezahlen, hängt aber vom Finanzierungsmodell ab, das wir einsetzen für dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und in diesem Video möchte ich euch ganz kurz und knapp 3 Finanzierungsmodelle vorstellen und danach möchte ich euch ja quasi einen Zukunftsausblick geben bzw. ein paar Gedankenanstöße, die ihr so vermutlich noch nicht hattet. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich euch danken, weil ihr euch mein erstes Video zum bedingungslosen Grundeinkommen schon so fleißig angeschaut habt und so fleißig kommentiert und mit mir und mit uns allen diskutiert habt. Außerdem möchte ich noch Grüße senden in die Schweiz und nach Österreich, weil ich mittlerweile weiß, dass es da auch ganz viele Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens gibt und die auch ab und zu tatsächlich in meine Videos reinschauen. Vielen Dank dafür. Hier also 3 Modelle, wie wir das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren können. Beispiel 1, negative Einkommensteuer. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig. Was ist eine negative Steuer? Bekomme ich da irgendwie was geschenkt? Ja, ganz genau, so sieht's aus. Bei der negativen Einkommensteuer gehen wir davon aus, dass das bedingungslose Grundeinkommen bzw. das Grundeinkommen festgesetzt wird. Sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel 1.000 Euro. Dann gibt es eine Einkommensteuer, die setzen wir auch fest und sagen 50%. Das heißt, wenn du was verdienst, gibst du die Hälfte davon an den Staat ab. Und wenn wir das jetzt alles festgesetzt haben, dann können wir auch schon zum Rechenbeispiel übergehen. Wer also nichts verdient, keine Einnahmen hat, der erhält tatsächlich vom Staat 1.000 Euro, die vorher festgelegt wurden. Man hat also quasi einen Steuerbonus, einen fortwährenden Steuerbonus von 1.000 Euro im Monat. Wenn ich jetzt aber 1.000 Euro verdiene, was passiert dann? Naja, dann habe ich eben diese 50% Einkommensteuer. Das heißt, ich habe am Ende eigentlich nur noch 500 Euro. Aber jetzt kommen die 1.000 Euro dazu, die mir der Staat eigentlich über die Steuern schenkt. Also habe ich 1.500 Euro tatsächlich am Ende des Monats. Relativ simple Rechnung mit diesen Zahlen. Das heißt, ich habe zwar die Hälfte meines Einkommens abgegeben, bekomme aber doch mehr dazu. Also habe ich am Ende tatsächlich 500 Euro mehr in der Tasche. So, und jetzt wird es richtig spannend. Bei 2.000 Euro Einkommen gebe ich ja die Hälfte ab. Also habe ich nur noch 1.000 Euro Einkommen. Aber dadurch, dass ich diesen Bonus von 1.000 Euro habe, bekomme ich diese drauf auf die 1.000 Euro und habe dann wieder 2.000. Im Prinzip habe ich also keine Steuern gezahlt, wenn ich 2.000 Euro im Monat verdiene. Und erst ab diesem Punkt, ab diesen 2.000 Euro, da wird es dann wirklich richtig spannend. Da kommt nämlich das Geld rein. Denn ab da sind die Steuern dann tatsächlich positiv. Die Steuer war ja im Prinzip negativ, als ich bei 1.000 Euro Einkommen ja noch 500 Euro drauf bekommen habe. Ich finde diese Idee relativ spannend, aber was das für uns am Ende bedeutet, möchte ich euch nach meinen Beispielen zeigen. Beispiel 2, Besteuerung des Konsums. Ich bin mir sicher, wenn ihr euch schon über das bedingungslose Grundeinkommen bzw. das Grundeinkommen an sich informiert habt, dann seid ihr schon auf einen Namen gestoßen, nämlich Götz Werner. Dieser Herr ist verdammt reich und ist Gründer der Drogeriekette DM. Also einen schönen Gruß nach Karlsruhe in meiner Heimatstadt. Dieser Mann hat sich ebenfalls Gedanken gemacht zum Grundeinkommen. Seine Idee ist jetzt, die Lohnsteuer, die Einkommensteuer, die Sozialabgaben, all das, was wir jetzt heute kennen, abzuschaffen und tatsächlich von der Arbeit zu entkoppeln und zu sagen, okay, wir besteuern Arbeit nicht mehr, sondern wir besteuern den Konsum. Jetzt könnte man natürlich meinen, Moment, wenn wir da jetzt keine Steuern mehr zahlen, da werden die Produkte ja wahnsinnig teuer. Wer soll das dann noch bezahlen? Götz Werner geht aber davon aus, und diese Idee finde ich ja verdammt interessant und irgendwo auch nachvollziehbar, die Preise, die wir jetzt im Laden zum Beispiel sehen, für ein Produkt oder auch für eine Dienstleistung, das sind ja Preise, wo im Prinzip schon alle Steuern mit drin sind. Da geht es jetzt nicht nur um die Mehrwertsteuer, sondern bevor so ein Produkt dann letzten Endes auf den Markt kommt, hat ja der Hersteller irgendwie ja schon alles mit drin, damit sich das ja für ihn lohnt. Ja, seine Arbeitskräfte sind bezahlt, die Materialien sind bezahlt. Alles ist ja quasi schon in diesem Endpreis drin. Also kann sich ja im Prinzip nichts verteuern. Wir können dann die Mehrwertsteuer erhöhen, damit mehr Geld reinkommt. Ja, okay, mit der Zeit, das können wir machen. Aber wenn wir dieses bedingungslose Grundeinkommen anhand dieses Modells einführen, dann dürften die Preise erstmal nicht steigen und auch nicht explodieren. Und ich finde diesen Gedanken einfach super spannend und super interessant zu sagen, naja, da ist doch heute eh schon alles drin an Steuern. Warum nicht dann eben den Konsum besteuern? Wer viel konsumiert, also wer sowieso viel Geld verdient, wird viel konsumieren und derjenige soll dann auch bitteschön sich steuerlich an allem beteiligen. Denn schließlich, wer viel konsumiert, der verbraucht ja auch entsprechend Ressourcen, der schadet ja im Prinzip mit dem Konsum oft auch der Umwelt.
Also warum nicht dafür bezahlen lassen? Wie gesagt, meiner Meinung nach ein sehr spannendes Konzept. Das habe ich jetzt natürlich nur ganz kurz zusammengefasst. Natürlich kann man da noch wahnsinnig drüber diskutieren und ich habe euch noch Links unter das Video gepackt, damit ihr euch weiter informieren könnt, was denn tatsächlich da noch drin steckt. Beispiel Nummer 3, Besteuerung des Geldverkehrs. Oder ein anderes Wort dafür, jetzt kommt der Zungenbrecher, Finanztransaktionssteuer. Das bedeutet, wir können im Prinzip jede Geldbewegung versteuern. Und wo wird sehr viel Geld bewegt? Natürlich an den Finanzmärkten. Der Schweizer Soziologe, Volks- und Betriebswirt Oswald Sick ist der Meinung, wenn wir diese Finanzmärkte quasi besteuern, beziehungsweise die Bewegung des Geldes besteuern, dann bräuchten wir nur eine Steuer, beziehungsweise die Schweiz bräuchte nur eine Steuer von 0,05%, um ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich ermöglichen zu können. Und ja, es wird wahnsinnig viel Geld bewegt in den Finanzmärkten, an der Börse, überall auf der Welt, ja, und natürlich vor allem auch in Europa. Das heißt, man könnte sich in Deutschland oder sogar in ganz Europa auf ebenso eine Finanztransaktionssteuer einigen. Das hat man auch schon versucht und man hat gesagt, ja, wir können das besteuern, aber man ist eben nicht weit genug gegangen und hat gesagt, naja, wir besteuern jetzt einfach mal Aktien, Käufe und Verkäufe. Was natürlich nur ein klitzekleiner Bruchteil, manche behaupten tatsächlich nur 1% des gesamten Geldverkehrs ist. Heißt das dann, wir würden keine Steuern mehr zahlen? Nein, natürlich nicht. Wir würden ja trotzdem bei jedem Einkauf und Verkauf auch so im Laden Steuern zahlen. Eben diese, ja, und dann ist die Frage, wie viel Prozent? Denn bei diesem riesen Volumen, das ja allein schon die Finanzmärkte hergeben, bräuchten wir ja wahrscheinlich keine Steuer über 1%, wenn wir denn tatsächlich alles abdecken, wenn wir nicht nur die Aktienmärkte abdecken und den An- und Verkauf von Aktien. Dann hätten wir wahrscheinlich eine große Chance, das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Und zwar nicht nur ein geringes Grundeinkommen von vielleicht 500 oder 1000 Euro, sondern sogar noch mehr. Ein richtiges Grundeinkommen, was uns wirklich alle Grundbedürfnisse sichern könnte. Das sind sie also, die 3 Modelle, die meiner Meinung nach sehr große Erfolgschancen hätten, wenn wir denn ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würden. Wie gesagt, habe ich sie nur ganz kurz angerissen und wenn ihr euch weiter darüber informieren möchtet, dann habe ich euch noch ein paar Links unter das Video gepackt. Und jetzt kommen wir zu den Denkanstößen, die ich euch versprochen habe. Ich habe mir natürlich einige Meinungen angehört, durchgelesen und habe mir natürlich auch meine Meinung gebildet. Und ich bin da auf, ja, ich sag mal, erstaunliche oder interessante Dinge gekommen, über die wir dann gerne zusammen diskutieren können. Ich habe mir überlegt, was haben diese 3 Modelle, ja, oder alle Modelle mehr oder weniger gemeinsam? Und ich habe einfach drüber nachgedacht, wie ist denn dieses Vermögen zum Beispiel hier in Deutschland verteilt? Und ich habe gemerkt, okay, oder ich habe gelesen, die Hälfte der Menschen in diesem Land besitzt im Prinzip kein Vermögen. 0. 10% der Menschen in diesem Land besitzen aber rund 60% des Vermögens. Also habe ich überlegt, was machen wir falsch? Warum gehöre ich zu den 50%? Warum gehöre ich nicht zu den 10%? Es ist relativ simpel, wenn man mal darüber nachdenkt. Was machen diese Menschen, diese 50% und auch mehr? Sie gehen arbeiten. Und was diese Modelle eben irgendwie gemeinsam haben, es zeigt oder sie zeigen, dass Arbeit einfach in diesem Land niedrig bezahlt wird, wahnsinnig hoch besteuert werden, die Abgaben sind richtig hoch und deswegen kann man ja auch kein Vermögen zur Seite legen. Ja, wenn man davon ausgeht, dass der durchschnittliche Deutsche irgendwo um die 3.500 Euro brutto verdient. Und wenn man sich dann mal die Mietpreise in bestimmten Gegenden anschaut und die Ausgaben, die man einfach täglich hat, und wenn man dann eben noch für Kind, Familie zu sorgen hat, dann bleibt einfach auch bei diesem Durchschnittseinkommen nicht besonders viel übrig. Und was machen dann die oberen 10%? Gehen die nicht arbeiten? Natürlich gehen die auch arbeiten, beziehungsweise sie lassen für sich arbeiten oder lassen ihr Vermögen für sich arbeiten. Denn genau das ist der Punkt in diesem Land und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern dieser Welt. Die Menschen, die arbeiten gehen, können sich kein Vermögen aufbauen, aus den Gründen, die ich bereits genannt habe. Das Problem ist, dass Vermögen kaum besteuert wird und diese Menschen ihr Vermögen in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter vermehren konnten. Deswegen sprechen wir ja auch über diese Schere, die auseinanderklafft, wenn es um Arm und Reich geht, und diese Schere wird auch immer größer tatsächlich. Und das liegt eben daran, dass sich Arbeit, ich muss es so sagen, im Prinzip für die meisten Menschen nicht lohnt. Und diese Modelle greifen irgendwie irgendwo da auch ein und sagen, Moment, das mit dem Einkommen, dieser Versteuerung, das funktioniert so nicht. Das ist irgendwie ein super altes Modell, absolut veraltet. Hier wird man fürs Arbeiten bestraft. Wenn man aber Geld hat, Vermögen hat, irgendwie dazu gekommen ist, wie auch immer,
dann kann man sich darauf ausruhen, weil es sich quasi von allein vermehrt, also wirklich zugespitzt gesagt. Und all diese Modelle, die greifen da irgendwie ein und sagen, okay, da ist irgendwo eine Ungerechtigkeit. Wir versuchen das auszubalancieren und versuchen eben die Menschen, die viel haben, stärker daran zu beteiligen, dass sich eben dieses Vermögen verteilt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber dann führen wir doch einfach nur eine Vermögensteuer ein und dann ist gut. Das Problem bei der Vermögensteuer ist aber, dass sie für irgendwelche Zwecke eingesetzt wird, aber nicht irgendwie zweckgebunden ist, beispielsweise an ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, durch die Vermögensteuer wird den wohlhabenden Haushalten etwas weggenommen, aber dafür kriegt nicht automatisch irgendjemand von den unteren 50% mehr Geld. Was heißt das letzten Endes für uns, für Deutschland, für Europa, für das bedingungslose Grundeinkommen? Wir sehen, wir brauchen eine große Steuerreform. Und genau das ist das bedingungslose Grundeinkommen oder das Grundeinkommen schlechthin. Das Grundeinkommen ist eine große Steuerreform. Und jetzt müssen wir uns eben überlegen oder anschauen, welche Modelle gibt es, was haben sich die Menschen bei gedacht, die diese Modelle entwickelt haben und wie können wir diese Modelle umsetzen. Und wie gesagt, das Spannende daran finde ich, dass man sehen kann, okay, es ist absolut veraltet, was wir hier machen, dass wir Arbeit eben so hoch besteuern. Denn wir sind ja gar nicht mehr dieses große Arbeitervolk, was wir früher mal waren, wo man wirklich sagen konnte, okay, die Leute ackern und verdienen dadurch viel Geld oder können dadurch viel Geld verdienen. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Ja, dass jemand, der viel arbeitet und fleißig ist, viel verdient und jemand, der faul ist, der verdient nichts. Das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals gestimmt hat. Ja, diese Zeiten sind vorbei. Heutzutage wird mit Geld gemacht, mit Vermögen wird Vermögen gemacht. Und wenn das nicht besteuert wird, dann ist es ja klar, dass die Reichen immer reicher werden und die armen oder ärmeren Haushalte immer auf der Stelle stehen. Und das zeigen ja auch die Zahlen. Da bewegt sich nichts bei diesen 50%. Und jetzt meine persönliche Meinung ist tatsächlich, wir brauchen dringend diese Finanztransaktionssteuer. Diese ist wirklich meiner Meinung nach absolut vernünftig. Hier können wir wirklich den ganzen Geldverkehr besteuern. Und bei diesen Promillesteuern, da wird es niemanden arg treffen, beziehungsweise es wird die treffen, die sowieso mehr als genug Vermögen haben. Das heißt, wir hätten hier wirklich eine Möglichkeit auszugleichen und zu sagen, okay, von dem ganz vielen Vermögen, das die einen haben, wird es vielleicht ein bisschen weniger, dafür haben die anderen dann umso mehr, die haben es dann umso leichter, wenn dann eben dieses bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird. Und mit der Finanztransaktionssteuer können wir uns auch ein richtig gutes bedingungsloses oder Grundeinkommen leisten. Da müssen wir nicht über 500 Euro sprechen, nicht über 1000 Euro, da können wir auch über 1500 Euro netto sprechen und mehr, damit wir wirklich hier fest im Sattel sitzen, damit jeder an der Gesellschaft teilhaben kann, damit wir wirklich einen Boden haben, eine Basis, die allen mehr oder weniger gleiche Chancen gibt. Und von dort aus können wir dann alle starten und sagen, okay, ich muss jetzt kein Wirtschaftsboss werden, mir reicht der und der Job, ich mache den und den Job aus Freude, auch wenn er nicht so viel Geld einbringt. Insgesamt habe ich absolut genug Geld zum Leben, zum Überleben, habe noch ein paar Euro auf der hohen Kante, mir geht's wunderbar. Die Leute, die sowieso schon jede Menge Geld haben, die werden weiterhin ihr Geld vermehren können. Also das, was die jetzt an Vermehrung schon an Prozenten quasi bekommen, werden sie auch in Zukunft bekommen. Und wenn sie da ein Promille davon abgeben, wird es sie nicht umbringen. Die werden trotzdem ihre Gewinne weiter und weiter machen. Also die Finanztransaktionssteuer wäre tatsächlich die gesündere oder die vernünftige Vermögenssteuer, wenn sie denn tatsächlich zweck- und zielgebunden ist und man sagt, okay, daraus resultiert dann unser Grundeinkommen. Wow, also ihr seht, super spannendes Thema. Es gibt noch so viele andere Modelle, so viele Möglichkeiten darüber zu diskutieren. Ich wollte euch einfach nur einen ganz kurzen Einblick geben, gerade den Menschen, die sich vielleicht noch nicht so sehr informiert haben, wie man das Ganze finanzieren kann. Denn es klingt ja immer nach wahnsinnig viel Geld, was wir dafür bräuchten. Und wir müssten wahnsinnig hohe Steuern erheben, was aber wie gesagt oder wie gesehen einfach nicht der Fall ist. Wenn wir richtig ansetzen, können wir mit kleinen Mittelchen, mit kleinen Stellschrauben quasi schon sehr viel bewirken und den meisten Menschen einfach diese Existenzangst nehmen. Wir können dafür sorgen, dass wir irgendwo auf einer Basis, auf einem Niveau gleich sind oder von einer gleichen Basis aus starten können ins Leben. Ich finde das super spannend, dieses Thema. Und dadurch, dass ihr jetzt auch so fleißig zugeguckt habt
und auch mein erstes Video gesehen habt und so viel kommentiert habt, habe ich gemerkt, okay, das ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, aber das ist auch ein wichtiges Thema, das euch am Herzen liegt. Deswegen werde ich da weitermachen. Deswegen werden wir da einfach mal weiter diskutieren zusammen, denn es gibt noch so viele Punkte, die man diskutieren kann. Ich meine, bedingungsloses Grundeinkommen an sich, wie bedingungslos kann es denn überhaupt sein? Allein darüber könnte man schon oder werden wir in Zukunft auch zusammen diskutieren. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen und wer das erste Video noch nicht gesehen hat, der hat jetzt die Chance, im Abspann hier das erste Video nochmal anzuklicken. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr euch die Videos anschaut. Wer also befürchtet, dass wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht mehr arbeiten gehen, sollte sich unbedingt mein allererstes Video dazu anschauen. Vielen Dank und bis bald.